sie noch keine Freundin gefunden? Sieht nicht so aus. Ihre Mitschülerinnen gehen hier wegen der Geschichte mit Christoph immer noch aus dem Weg. Das geht nicht so weiter. Kathi braucht unsere Hilfe. Wenn ich Kinder haben will, dann nur von dem Mann, den ich wirklich liebe. Wo ist das Problem? Hm? Das Problem steht neben mir. Deine Aufschläge sind eine Wucht. Naja, die anderen haben ja auch nicht schlecht gespielt. Vor allem Eckart. Durch den haben wir gewonnen. Ja, bloß gut, dass der nicht bei uns im Team war. Wie der die Sonja platt gewalzt hat. Mann, oh Mann. Tja. Ein Sherry? Nein, ich glaube nicht. Nur ein Schluck. Na gut. Roberto, das vorhin, was hast du dir dabei gedacht? Mich einfach so zu überfallen? Du weißt doch ganz genau, dass ich mit Christoph sehr glücklich bin. Das weiß ich doch. Ich will euch auch nicht auseinanderbringen. Das wird dir auch nicht gelingen. Es tut mir leid, aber die Erinnerung an unsere schöne Zeit. Du sahst wunderschön aus. Da ist einfach mit mir durchgegangen, mein Temperament. Bitte verzeih mir, ich bin ein Idiot. Das ist schon gut. Das hätte ich nie tun dürfen. Und ich hätte es nie zulassen dürfen. Na dann packe ich wohl meine Sachen. Warum das denn? Ich suche mir besser wieder ein Hotelzimmer. Roberto, Ja? warte doch mal. Was ist? Wir sind doch zwei erwachsene Menschen. Du brauchst doch jetzt nicht fluchtartig deswegen das Haus zu verlassen. Dann darf ich bleiben. Ja, unter einer Bedingung. Wir vergessen diesen kleinen Ausrutscher, ja? Das vorhin im Park, das ist nie passiert. Ja, natürlich. Es ist nichts passiert. Schlaf schön, Barbara. Du auch. Guten Abend, Frau von Anstetten. Guten Abend. Die Fotos. Ja, aber, Zeigen Sie mal her, bitte. also, Da kann man ja gar nichts erkennen. Sieht man ja nur Herrn Fiorani. genau, das war auch mein Problem. Nur hier auch. Roberto. Immer nur Roberto. Ich habe Ihnen doch genau gesagt, worum es mir geht. Man muss sehen, wen er küsst. Wie konnte denn das passieren? Ja, fragen Sie Herrn Fiorani. Er wusste genau, wo ich stehe. Er hätte sich nur ein kleines bisschen drehen müssen. So sind die Fotos völlig unbrauchbar. Ja, es tut mir leid. Herr Fiorani hat sich einfach nicht dahingestellt, wie wir es abgesprochen hatten. So ein Idiot. Außerdem, der Kuss war so kurz. Ich hätte beim besten Willen nicht mehr machen können. Schon gut. Sie können ja nichts dafür. Bitte sehr. Danke. Ach ja, wenn Sie noch mal... Ja, wenn Herr Fiorani gelernt hat, wie man vor der Kamera küsst, dann komme ich gerne auf Sie zurück. Wiedersehen. Warte, du Mistkerl. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sie schläft jetzt. Hast du die Tür zugemacht? Ja, natürlich. Gut, dann können wir ja wieder normal reden. Ich muss noch mal kurz ins Studio. So spät noch? Ja, ein paar Rechnungen schreiben. Die sind längst überfällig. Aber ich beeile mich, okay? Okay. Ach, Jan, Ja? hast du was von Franziska gehört? Hab ich. Wir haben telefoniert. Sie weiß nicht genau, wann sie aus dem Krankenhaus kommt.
Naja, soll sie sich erst mal ordentlich auskurieren. Du wirst die Kleine auch ganz schön vermissen, hm? Ja, man kann sich ja an so einen Wurm auch ganz schön gewöhnen, ne? Ja, ich gehe dir mal. Du, Petra, Was denn? hast du eigentlich eine Ahnung, wie lange dieses Bioprojekt dauern wird? Was für ein Projekt? Na, das mit den Pflanzenkeimlingen. Keine Ahnung. Es dauert so lange, wie die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Na toll. Und wie schnell wachsen solche Dinger? Ein paar Wochen kann das schon dauern. Ja, der kennt sich aus. Der wächst nämlich auch von Woche zu Woche. Aber in die Breite. Sag mal, weißt du eigentlich schon, mit wem du zusammenarbeiten wirst? Was? Wir müssen noch Zweiergruppen bilden. Ja, also ich wollte eigentlich mit Viola. Aber du hast sie noch nicht gefragt? Nee, noch nicht, aber... Okay, dann können wir ja zusammenarbeiten. Ich weiß nicht. Ach komm, wir sind bestimmt ein super Team. Und, was ist? Naja, von mir aus. Toll. Ich gehe dann jetzt mal wieder. Tschüss. So muss der Tag anfangen. Auspennen, in Ruhe frühstücken und dabei mit meiner alten Freundin Julia plaudern. Wurde ja auch langsam mal wieder Zeit, hm? Hat nicht an mir gelegen. Ja, Mimi nimmt mich ganz schön in Beschlag. Ich bin froh, dass sie im Moment im Kindergarten ist. Wie lange bleibt sie denn überhaupt noch bei euch? Bis ihre Mutter aus dem Krankenhaus kommt. Und das heißt? Keine Ahnung. Wie lange braucht denn ein Bänderriss, Herr Orthopäde? Ach, bitte, Julia. Ich habe heute frei, ja? Ja, ist ja schon gut. Also meinetwegen kann sie so lange bleiben, wie sie will. Ja, ich kann es mir ohne die Kleine fast nicht mehr vorstellen. Du kannst ja mal die Mutter fragen. Vielleicht überlässt sie dir das Kind ja. Nie im Leben. Mimi ist ihr Ein und Alles. Franziska, Mimis Mutter, lebt alleine. Und wo ist der Vater? Der ist tot. Mit dem Hubschrauber abgestürzt, kurz vor Mimis Geburt. Der war Pilot. Uff, scheiße. Ja. Franziska dachte, sie hat den Mann ihres Lebens getroffen. Und dann das. Da findet man endlich seine große Liebe und alles geht schief. Naja. Das kennst du ja irgendwie auch. Hm? Obwohl, bei dir ist es eher noch ein bisschen was anderes. Meinst du? Naja, die große Liebe von Franziska ist tot. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es dann leichter, damit klarzukommen. Hey, Julia. Hast du nachher schon was vor? Nein, wieso? Ich brauche noch ein Abschiedsgeschenk für Mimi. Wir können zusammen shoppen gehen. Ich soll dir helfen, Kinderspielzeug auszusuchen? Ja? Wenn du brav bist, kriegst du auch eins. Okay, dann komme ich natürlich mit. Hi Sophie. Hallo Kathi. Das ist Petra, eine Freundin. Hallo. Ich wollte dir mal meine Lieblingskneipe zeigen. Was will die denn hier? Wieso? Ich nehme an, was trinken. Das sind auch Freunde von mir. Hi, wie geht's? Hi. Freunde, dass ich nicht lache. Was hast du denn? Also Herr Neuber hat mich wie Luft behandelt. Oh. Soll ich dich reichen? Nee, lass mal. Es reicht schon, wenn du mit mir nach oben kommst. Okay. Was willst du trinken? Ich gebe einen aus. Was trinkt man denn hier so? Was du willst. Ich weiß nicht. Na gut. Dann zweimal O-Saft, bitte. Und was ist mit euch? Ich schmeiß eine Runde. Darauf kann ich gut verzichten. Nein, danke. Wir haben schon was getrunken, danke. Schade. Die sind sonst eigentlich besser drauf. Ja. Ach ja? Aber wer nicht will, der hat schon. Also, auf unser Team. Guten Morgen, Clarissa. Ah, du kommst mir ja gerade recht. Na, sowas hat Roberto immer im Gefühl. Ich wünschte, du hättest dabei auch mehr Gefühl gehabt. Was? Die Fotos sind schon fertig. Ja, sie sind fertig. Leider vollkommen unbrauchbar. Was?
Man sieht wirklich alles, nur Barbara kann man darauf nicht erkennen. Das hier, das könnte irgendjemand sein. Das kann doch nicht sein. Mit sowas kann ich Christoph doch nicht hinterm Ofen vorlocken. Der lacht sich doch schlapp, wenn ich ihm das zeige. So ein Mist. Ja, das ist allerdings Mist. Und weißt du, was ich glaube? Du hast die Fotos absichtlich vermasselt. Bist du verrückt? Der Fotograf ist schuld, dieser Stümper. Ach, red doch nicht. Was kann der denn dafür, wenn du deinen Quadratschädel so dämlich ins Bild hältst? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Ich musste Barbara küssen. Ja, und damit sind deine Gehirnwindungen natürlich schon überfordert. Clarissa, was ist jetzt mit meinem Geld? Du willst Geld? Ja? Dann verdien es dir. Tag, ich bin Sophie. Wer bist du? Das ist, Balthasar. Schöner Name für ein Teddy, ne? Geschenk von Mini. Ich dachte, das wäre dein neues Spielzeug, so als Ersatz. Für einen verklemmten Elektriker. Gute Idee. Der nervt wenigstens nicht so. Ja, er ist immer für dich da. Ja. Ich weiß nicht, auf Dauer auch nicht so was war, oder? Ach, und was ist das wahre Sterne? Eine reine Mädchenrunde. Ich sag's euch. Nachher kommen noch Susanne und Anna vorbei. Und dann können wir mal richtig wieder ablästern, so ganz unter uns. Verstehe. So ganz unter euch. Gero. Bin schon weg. Ach Quatsch, du gehörst doch dazu. Natürlich. Zur Mädchenrunde. Ja, also wir erweitern den Kreis. Alle, die auf Männer stehen, können kommen. Eben. Lass mal. Auf euer Getratsche kann ich an meinem freien Tag gut verzichten. Ciao. Geh ruhig hin. Tja, er weiß nicht, was er verpasst. Nein. Hier. Hey, was ist mit dir los? Wieso? Du strahlst ja wie ein Honigkuchenpferd. Stell dir vor, ich habe endlich eine für das Bio-Projekt gefunden. Was, eine Spinne oder eine Raupe? Nein. Eine andere Schülerin für eine Arbeitsgruppe. Und das macht dich so fröhlich? Klar. In dieser Klasse kann mich ja sonst keiner leiden. Die schneiden mich total. Das ist manchmal ganz schön hart. Aber warum machen sie das mit meiner kleinen, süße Bambina? Naja, wegen der Geschichte mit Christoph. Immer noch? Aber ich bin ja selbst schuld. Aber ab jetzt wird alles anders. Wenn Petra erst mal schnallt, dass ich doch ganz in Ordnung bin, dann komme ich vielleicht sogar in ihre Clique. Ganz bestimmt. Hoffentlich. Na, warum bringst du deine neue Freundin nicht einmal mit? Ja, ich frag sie mal. Dann mache ich euch Spaghetti alla Roberto. Und ich schwöre dir, am nächsten Tag werden alle deine Fans hier Schlange stehen. Du bist echt süß. Also wenn ich eine Tochter hätte, ich würde sie Lisa oder Katharina nennen. Ich hätte lieber einen Sohn. So Quatsch. Mädchen sind viel pflegeleichter. Sag mal, ich glaube, ihr müsst euch doch erstmal um einen geeigneten Papi kümmern, oder? Naja, man wird sich ja mal seine Gedanken machen können. Laura und Antonia finde ich auch gut. Ja, Florian und ich hatten uns auch schon einen Namen überlegt. Also ich hätte unser Kind am liebsten Alexander oder Alexandra genannt. Schöne Namen. Ihr werdet bestimmt noch Kinder kriegen. Ja, sicher. Und dann kannst du uns ja Tipps geben. Du hast ja jetzt mächtige Erfahrungen in Kindererziehung. Ja. Ich würde sie so gerne adoptieren, die kleine Min. Ich glaube, mir wäre es wirklich besser. So. Wo wollt man hin? Ich habe noch was vor. Die sucht sich jetzt bestimmt einen Vater für ihr Kind. Nee, da lasse ich mir dann doch noch ein bisschen Zeit. Dann sag schon, wohin willst du? Ich habe ein Date. Na, hast nicht gesagt, sie hat eine Verabredung. Ja, und ich muss die Verabredung ausziehen, baden, anziehen, waschen, füttern. Ist schon okay, du bist entschuldigt. Okay, alles klar. Danke. Ja. Also viel Spaß noch. Und schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Bei ihr fängt die biologische Uhr wirklich früh an zu ticken, würde ich sagen. Komme ich denn zu dieser Ehre? Oh, ich muss doch mal sehen, wie es dir so geht. Es geht mir wunderbar. Schön. Und mit Roberto? Alles in Ordnung? Ja, ob es dir passt oder nicht. Ach, jetzt sei doch nicht gleich so aggressiv. Als deine beste Freundin werde ich doch noch mal fragen dürfen. Du hast dich in letzter Zeit nicht gerade wie meine beste Freundin verhalten. Mein Gott, Charlie, wir werden uns doch nicht wegen einem Mann streiten.
Ich gönne dir doch deinen Roberto. Wie gnädig. Also, wie läuft's denn so mit euch? Es könnte nicht besser gehen. Man sieht's. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. War wohl eine lange Nacht gestern, Nein, ausnahmsweise nicht. Er war mit seiner Ex-Frau spazieren. Ach, und du hast nichts dagegen? Erzählte dir denn, wie es so ist mit Barbara? Das braucht er nicht. Ich vertraue ihm. Ach, ja, Vertrauen, das ist das Wichtigste. Besonders bei einem Mann wie Roberto. Was soll das denn heißen? Ich kenne den Typ eben schon etwas länger als du. Er ist ja wirklich wahnsinnig charmant und er weiß zu leben. Deswegen ist er auch ständig pleite. Also wenn du nach einem Ernährer suchst, dann kannst du nicht auf ihn bauen. Ich brauche keinen Ernährer. Nein, was du brauchst, ist ein Liebhaber. Und auf dem Gebiet ist er nun wirklich nicht schlecht. Hallo, komm doch rein. Ach, da seid ihr ja schon. Ich habe schon gewartet. Sie sind bestimmt Petra. Ja, Ich bin Roberto. Roberto Fiorani. Aber Sie können zu mir Roberto sagen. Toll, dass Sie uns endlich mal kennenlernen. Kathi hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. ach ja? Ja, ich habe nur von dem Bioprojekt erzählt. Keine Angst, sie hat nur in höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Sie sind wirklich eine richtige Bella. Ach, was sage ich? Eine Bellissima. Hallo, Petra. Ich bin die Mutter von Kathi. Hallo. Hallo. Na, ihr beiden, wie wär's mit einem kleinen Abendessen? Ich habe Spaghetti alla Roberto gemacht. Ja, das ist wirklich sehr nett von dir, Roberto, aber wir wollten eigentlich auf mein Zimmer ein bisschen Musik hören. Macht nichts, ich bringe euch Spaghetti aufs Zimmer. Das ist wirklich nicht nötig. Komm, wir gehen hoch. Habt ihr so viel zu tun? Ich bringe euch einen Milchshake mit frischen Erdbeeren. Oh ja. Nein, danke. Ich muss eh gleich wieder weg. Außerdem habe ich wirklich gar keinen Hunger. Hallo ihr beiden, ich bin's. Wo seid ihr denn? Mimi, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Hallo Julia. Franziska hat angerufen, sie ist früher entlassen worden. Ich bringe Mimi zu ihr. Bis später. Na, Eckhard, schmeckt das Leberwurstbrot? Da sollen doch Hormone drin sein. Nachher wächst dir noch ein Busen. Den hat er doch schon, so schwabbelig wie der ist. Oh, der ist wirklich zu eklig. Wenn ich mir vorstelle, der würde mich begrapschen. Boah. Der hat sicher Leberwurst an den Fingern. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Bioprojekt? Weißt du schon, mit wem du es machst? Tja, also Kathi hat mich gefragt. Was? Die Sternig? Sag mal, hast du eine Meise? Naja, die hat gestern echt cool über Ekelhart abgelästert und da... Die lästert über Ekelhart, klar. Die hat's gerade nötig. Aber... Guten Morgen. Wenn du mit der das Bioprojekt machst, dann kommst du auf keine von meinen Partys mehr. Hallo, Petra. Roberto, Liebster, du hast doch was. Dir fehlt was. Ja, mir fehlt was. Mir fehlt das Geld. Geschäftliche Schwierigkeiten? Ja, ich habe Ärger im Geschäft. Mir ist ein Riesenauftrag geplatzt. Kurz vorm Abschluss. Und wie viel? Was? Roberto, Schatz, wenn du mir nicht sagst, wie viel du brauchst, kann ich dir auch nicht helfen. Nein. Das kann ich nicht annehmen. Roberto, wie viel? Wenn es dir so peinlich ist, darüber zu reden, dann rate ich eben. Sind es vielleicht 5, 10, 20.000? Charlie. Ach, das ist natürlich viel zu wenig, wie dumm von mir. Warte mal. Sind es vielleicht 50.000? Noch mehr? 100.000? Es sind 300.000 Mark.
Eine Menge Holz. Charlie, mein Engel, was meinst du, warum ich darüber nicht reden will? Es ist einfach zu viel, um jemanden danach zu fragen. Ja, aber wem schuldest du nur so viel Geld? Den Freunden, meiner Bank. Und wie kam es dazu? So ein Vertrieb für Design ist konjunkturabhängig. Und den Deutschen sitzt das Geld auch nicht mehr so locker. Da habe ich da und dort Schulden gemacht. So gern ich dir geholfen hätte, aber das ist einfach zu viel. Ich hätte nie darüber reden sollen. Jetzt bist du sicher schockiert. Ach, Roberto, das darfst du nicht glauben. Ich liebe dich doch, egal wie viel Geld du hast oder nicht hast. Wirklich? Wirklich. Und wenn ich das sage, dann heißt das schon was. Guten Morgen. Na, genießt du die Ruhe? Ihr zwei wieder allein, hm? Und wieder ein Kapitel abgeschlossen. Ist was? Hast du schlecht geschlafen? Wer ist das denn? Der war eigentlich für Mimi gedacht. Ach so, gewissermaßen als Abschiedsgeschenk. Erraten, wie scharfsinnig du wieder bist. Ich hätte ihr nämlich auch ganz gerne auf Wiedersehen gesagt. Bist du deshalb sauer, weil ich Mimi nach Haus gebracht habe? Ja, denk mal an. Ich habe dir doch geschrieben, dass Franziska plötzlich entlassen worden ist. Ich weiß, aber ich komme nach Hause und kein Mensch ist da, nur so ein blöder Zettel. Du kannst dir ja wohl vorstellen, wie ich mir vorgekommen bin. Ich kann dich ja verstehen, aber Franziska hat sich so auf die Kleine gefreut und immerhin ist sie ihre Mutter. Ja, ich weiß, sie ist die Mutter. Da bin ich natürlich nicht mehr wichtig. Hör zu, wir besuchen die beiden bald und bringen ihr den Teddy. Hm? Dann bekommt sie ihr Abschiedsgeschenk eben ein bisschen später. Lass das, ich kann das nicht haben, wenn du mich so anfasst. Ja, ich wollte nur nett sein. Ja, aber du musst irgendwann mal kapieren, dass ich deine Schwester bin und nicht deine Freundin. Und den Teddy, den bringe ich ihr selber. Photosynthese. Wer übernimmt das? Okay. Dann haben wir noch Einfluss von Düngung auf das Pflanzenwachstum. Das würde ich gern machen. Schön. Mit wem arbeitest du zusammen? Keiner? Na ja. Dann machen wir erst mal weiter. Wüstenpflanzen. Wer interessiert sich dafür? Das ist genau mein Thema. Mit wem? Mit Petra. Okay. Jetzt fehlt noch Osmose. Okay. So. Wen hätten wir da noch? Ah, Katharina von Sterneck. Eckart? Na, Kathi, dann tust du dich am besten mit Eckart zusammen.